Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Lasst uns lesen. Wir machen weiter mit den Heldenliedern. Nibelungenlied für das Teutsche Haus von Emil Engelmann. Auf der Seite werde ich die Seite einblenden, die ich aktuell lese, damit wir gemeinsam lesen können. Und da oben werde ich eine Infokarte einblenden, die euch zu den vorherigen Folgen führt. So, wir hatten das letzte Mal einen neuen Charakter kennengelernt, und zwar den Etzel oder anders auch Attila der Hunde. Der Hundenkönig Attila, so. Und haben festgestellt, dass der Attila ein Auge auf Kriemhild geworfen hat, weil seine derzeitige Frau gestorben war. Und die gute Kriemhild hat sich dafür entschieden, zu Etzel zu reisen und ihn zu heiraten. Wie schön. So, und jetzt sind wir beim 21. und 22. Abenteuer. Wie Etzel Kriemhild empfing und Hochzeit hielt. Die Herrschaft König Etzels war überall bekannt. An seinen Hof man immer die kühnsten Recken fand. Es standen tapfere Heiden zu seinem Dienst bereit und viele gute Ritter auch aus der Christenheit. Doch wie nach Sitt und Glauben sich auch ein jeder trug, des reichen Königs Milde tat jeglich geben genug. Gar viele sprachen, die Degen kühn und hehr, die auf der Fahrt sich machten, es war ein ganzes Heer. Von Christen und von Heiden, die unterwegs man fand, die schöne Frau zu grüßen aus dem Burgundenland. Von Reusen und von Griechen ritt da gar mancher Mann, auch Polen und Walachen trabten zugleich heran. Auch aus Kiew dem Lande kam mancher hoch zu Ross, die wilden Pechenaren mit Bogen und Geschoss, die trafen mit den Pfeilen die Vögel in dem Flug, hoch hob sich allenthalben von diesem Heereszug. Der Staub auf in den Straßen, gleichwie in hellem Brand, so ritten Etzels Scharen hin durch das Osterland und zeigten auf den Rossen die wohlgeübte Kraft und ihres Landes Sitte in froher Ritterschaft. Es liegt im Osterlande am grünen Donaustrand, die Stadt Tulna geheißen, dort ward Kriemhild bekannt. Zuerst die fremde Sitte, die vor dem sie sah, des Heunenkönigs Freunde empfing die Edle da. Wohl 24 Fürsten, die ritten zu ihr her, die Königin zu schauen, war einzig ihr Begehr. Ramung, der edle Herzog aus dem Walachenland, kam mit 500 Mannen zum grünen Donaustrand. Sie sprengten von den Rossen wie wilde Vögel Flug, es kam auch Herzog Gibbich mit seinem Reiterzug. Und Hornburg auch der Schnelle mit mehr als 1000 Mann, vom Dänenland ritt Hawart, der kühne Held heran, und Iring auch der edle und vielgetreue Mann. Dazu der Thüring Irnfried, es zählte ihre Schar, mehr als 1200 Degen, und mit 3000 gar, ritt stolz der Degen Bledel, Herrn Etzels Bruder her, die Schwägerin zu grüßen, die Fürsten hoch und her. Jetzt nahte auch Herr Etzel und mit ihm Dieterich, der stolze Herr von Berne, es grüßte ritterlich die königlichen Herren, der Markgraf Rüdiger, und sagte der Frau Kriemhild, euch will der König her, Herr Etzel jetzt empfangen, drum säumet länger nicht und zeigt dem Heunenkönig ein freundlich Angesicht. Herr Etzel schwang vom Rosse sich von dem ganzen Tross, da hob man auch Kriemhilden herab von ihrem Ross. 2 stolze Fürstensöhne, die nahten flink gewandt, sie schritten bei der Herrin und trugen ihr Gewand. Als sie die Binden löste, es strahlte ihr Gesicht hervor aus Band und Schleier wie Maienrosenlicht. Da sie den König schaute, er sah sie lange an, aufglühten ihre Wangen, so frisch und wohlgetan, dass schöner selbst vor Helke nicht könnt gewesen sein. Der stolze Heunenkönig, der schaute froh darein, als sie mit trauten Küssen gar gütlich ihn empfing, voll Freunden und mit der Fraue er hin zum Zelte ging. Dieweil dort der König an ihrer Seite stand,
da tummelten die Ritter sich aus dem Heunenland, mit ihren flinken Rossen in fröhlichem Puneis, Herrn Etzel und Kriemhilden dem Königspaar zum Preis. Was sie zusammensprachen, das ist mir unbekannt. In Etzels rechte ruhte Kriemhildens weiße Hand. So saßen sie beisammen in minniglicher Ruh und sahen den Waffenspielen der kühnen Degen zu. An andern Morgen ritten von Tulla sie gen Wien, gar viele Degen sah man dem Paar entgegenziehen. Im schönsten Schmucke standen Wiens Frauen ohne Zahl und neigten sich in Züchten vor Etzels Ehgemahl. In Hülle und in Fülle man wohl bereitet fand, was sie nur immer brauchten an Goldschmuck und Gewand. Die Hochzeit war gefallen auf einem Pfingstentag, vor all den Festlichkeiten ich euch nicht künden mag. Sie währte 17 Tage dort in der Stadt zu Wien, ob je ein reicher König mit seiner Königin ein schöner Fest gehalten, das ist mir unbekannt. Die Gäste alle trugen von Etzel neu Gewand, und nie wohl gab ein König bei seiner Hochgezeit so gute reiche Mäntel, so faltig und so weit, noch solche schweren Spangen, wie hier so mancher Mann zu Ehren Frau Kriemhildens von Etzel sie gewann. Doch trotz der hohen Ehren wurd oft ihr Auge nass, wenn sie daran gedachte, wie sie bei Siegfried saß. Sie hehlte zwar es immer, es soll es niemand sehen, ihr war noch schwerem Leide, ja große Ehr geschehen. Nicht ahnt es König Etzel, dass sie noch kummerschwer, sie saß an Helkes Stelle und thronte hoch und her. Es waren ihr getreulich zu Dienst und untertan das ganze Haus des Königs und mancher starker Mann. Gewaltiger als vormals Frau Helke je gebot, war Kriemhild bei den Heunen und blieb es bis zum Tod. Ja, das war jetzt mal die ganze Hochzeit. Eigentlich ein schöner Anlass, aber Kriemhilds innerliche Wunde im Herzen ist immer noch frisch, obwohl schon so viele Jahre vergangen waren. Sie denkt immer noch an Siegfried, kann ihn nicht vergessen. Aber machen wir gleich weiter mit dem nächsten Abenteuer. 23. Abenteuer. Wie Kriemhild ihr Leid zu rächen gedachte. Im Heunenlande wohnte, das ist gewisslich wahr, Kriemhilde so in Ehren bis in das 7. Jahr. Ein Kind ward auch der Edlen, ein Knabe war's zuteil, das durch dem König Etzel das allergrößte Heil. Eins lag ihr sehr am Herzen, sie ließ nicht ab davon, die Taufe muß empfangen des König Etzels Sohn. Nach Christenrecht und Sitte, Ortlieb war er genannt, da ob war große Freude im ganzen Heunenland. Die Tugenden, die Helke, die edel vor dem Pflag, die übte auch Kriemhilde getreulich jeden Tag. Herrn Dieterichs Verlobte, Herrat die edle Maid, die Schwesters Tochter Helkes war ihr zu Dienst bereit. Mit 7 Königstöchtern aus manchen fremden Land, die an Herrn Etzels Hofe Kriemhilde dienend fand. Frau Kriemhild liebten alle, gar gern war sie gesehen, und ihrem Willen mochte nicht eines widerstehen. Doch nicht vergessen konnte sie ihren herben Schmerz, schien sie auch manchem glücklich, es trug ihr treues Herz. Zu allen Zeiten Jammer, gar oft lag Schlummer los, sie in der Käme nahte und ihre Tränen floss. Gedachte sie der Heimat aus fernen Rheines Strand und ihres treuen Siegfried, den ihr des Hagen Hand so jämmerlich genommen. Da schwur sie manchem Eid, dass sie dem grimmen Feinde davor noch schüfe Leid. Ich will den König bitten, so dacht sie oft bei sich, er wird es mir gewähren, das weiß ich sicherlich, dass er die alten Freunde aus dem Burgundenland mir einlädt zum Besuche hierher zum Donaustrand. Und eines Tages sprach sie, viel lieber Herr mein,
ich wollt euch gerne bitten, möcht es mit Hulden sein, dass ihr es mir beweiset, wie euch ich lieb und wert, wenn ihr auch meinen Freunden bei den Burgunden ehrt. Da sprach der König Etzel: Viel Liebe, Frau mein, wär es nicht gar so ferne, gern lüd her ihr ich ein, für dich die guten Freunde aus dem Burgundenland. Da freute sich Kriemhilde, dass sie ihn willig fand. Wollt ihr mir Treue leisten, viel lieber Herre mein, so mögt ihr Boten senden nach Wormsend an dem Rhein, die meinen Gruß und Willen alldorten manchen kund, dass zu uns kommen mögen die Herren von Burgund. Liegt dieses dir am Herzen, sprach er zur Königin, will ich als Boten senden zu deinen Freunden hin, die beiden Fiedelspieler in das Burgundenland. Da wurde zu den Degen ein Bote hingesandt. Die Fiedler traten hurtig hin vor den Königsthron, da bot den beiden Degen Herrn Etzel reichen Lohn, wenn sie die Botschaft trügen zum grünen Rheinesstrand, und hieß für sie bereiten manch köstliches Gewand. Er sprach: Ich will euch sagen, mir ist's am besten tut, den Freunden dort entbietet ihr meinen Grüße gut. Ich lass sie freundlich bitten, hier in unserer Land, es sind die lieben Gäste noch wenig hier bekannt. Und wenn Kriemhildens Magen ich wert und teuer bin, so sollen sie, das kündet, nicht allzu lang verziehn und mir zuliebe kommen in einer Hochgezeit, da meiner Schwäger Freundschaft mir hohe Ehre leiht. Da sprach der Boten einer, Herrn Schwemmelein genannt: Wann ist das Hofgelage? Das machet uns bekannt, dass euren Freunden Kunde wir geben an dem Rhein. Es soll, sprach König Etzel, zur nächsten Sonnwend sein. Wir tun, was ihr gebietet, Herr Werbelein drauf sprach. Das war der andere Bote, da ließ in ihr Gemach Kriemhild sie auch noch führen und sprach: Gar großes Gut verdient ja, wenn verschwiegen ihr meinen Willen tut, und sagt, was ich entbiete in das Burgundenland. Ich mach euch reich an Rossen und köstlichem Gewand. Drum kündet meinen Freunden, die Helden kühn und gut, dass ihr mich hier bei Etzel gesehen frohgemut, und bittet sie zu leisten, wie Etzel es gebot. Sie können dadurch leichtlich mich scheiden aus der Not. Als hätte mich vergessen die besten Freunde mein, wenn ich ein Ritter wäre, für selbst ich an den Rhein. Berichtet meiner Mutter, dass er mir hier geschieht, doch dass es mich im Herzen stets nach der Heimat zieht. Und mahnet Geiselheren, den Bruder mein daran, der mit mir meinen Willen noch nie ein Leid getan. Ich sehe ihn so gerne all hier im Heunenland. Oft träumte mir, er ginge mit mir hier Hand in Hand. Voll frohen Mutes ich küsste und herzt ihn alle Zeit, und wenn ich dann erwachte, ward mir's zu bittrem Leid. Auch Gernot, dem König, dem andern Bruder mein, sagt, dass ich ihn jemand holder in aller Welt könnt sein. Er mögt der Schwester bringen, die treu ihm zugewandt, die gute Freunde alle, hierher ins Heunenland. Und wenn der Recken einer, wie leicht es wohl geschieht, wenn sich der stolze Hagen der Reisefahrt entzieht, so sagt, so fragt, doch klug verhohlen, wer denn von Etzels Land die Wege weisen solle, die ihm schon lang bekannt. Nicht wussten da die Boten, wozu es sollte sein, dass sie den einen Recken, den Hagen nicht am Rhein, verbleiben lassen sollten. Doch bald ward's ihnen leid, durch ihn ward mancher Degen den grimmen Tod geweiht. Nun, euch ist sicherlich klar, warum Kriemhild das tut. Kriemhilds Herz blutet immer noch. Sie kann einfach das Leid nicht vergessen. Was schon bemerkenswert ist nach 7 Jahren, oder? Also, ich möchte jetzt hier keine generelle Verurteilung machen, aber Frauen sind in der Regel doch, was den emotionalen Schmerz betrifft, reifer, beziehungsweise sie erholen sich schneller von so etwas. Also es gibt durchaus, ich würde mal behaupten, es gibt mehr Männer, die nach solchen
Lebenskrisen in den Abgrund fallen als Frauen. Weil Frauen einfach emotional stabiler sind als Männer. Ja, gut, das ist von Person zu Person immer anders. Aber in der Regel würde ich sagen, erholen sich Frauen von solchen Schicksalsschlägen schneller und erfolgreicher als Männer. Bei ihr erscheint das aber nicht der Fall zu sein. Obwohl sie ein gutes Leben hat und sogar das nächste Kind, den Ortlieb, geboren hatte und 7 Jahre lang jetzt bei Etzel lebt, kann sie immer noch nicht loslassen und trauert immer noch den Siegfried hinterher. Entweder ist Kriemhild einfach unfassbar treu und kann einfach nicht aufhören, daran zu denken, oder Siegfried ist einfach einmalig und man kann einfach nicht loslassen von ihm, oder die Art, wie Siegfried gestorben ist einfach so beschämend und so schmerzhaft, weil es gerade von ihren Magen, ihren Mitmenschen passiert ist, dass sie es einfach nicht vergessen kann. Wäre jetzt zum Beispiel Siegfried, das ist jetzt eine Mutmaßung und es ist auch immer noch alles fiktional, wäre aber der gute Siegfried im Kampf gestorben, auf dem Schlachtfeld durch einen zufälligen Speerstoß in seinen Rücken, der genau die Stelle getroffen hat. Ich glaube, Kriemhild wäre zwar immer noch traurig, aber ich glaube, sie würde schneller darüber hinwegkommen, passiert ist nun mal passiert. Aber weil es, wie es passiert ist, eben so war, mit diesem Verrat, schmerzt es stärker. Und oft ist auch die Art, wie man abtretet, ein Grund. Ne? Die Tatsache, dass Siegfried gestorben ist, sondern wie er gestorben ist, was die ganze Sache nochmal deutlich verschlimmert. Na gut, wie dem auch sei. Ich hoffe, ihr hattet Spaß und ich hoffe, ihr seid das nächste Mal auch dabei bei Kriemhilds fröhlichen Abenteuern. Und dann sehen wir uns wieder bei der nächsten Folge. Bei. Ja, egal. Bis zum nächsten Mal bei Lasst uns lesen. Macht's gut. Tschüssi. Oh, gleich versaut.